Bei uns im Studio ist der Staatsrechtler Professor Volker Böhmer-Nessler. Schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Ich frage jetzt noch mal ganz platt. Vielleicht können Sie den Laien, die wir ja sind, weiterhelfen. Wieso hat dieser Mann sein Amt missbraucht? Wer entscheidet denn, wer da vor Gericht für welchen Fall zuständig ist? Es ist doch immerhin ein Richter gewesen, der diese Entscheidung gefällt hat. Ja, das ist eine gute Frage. Ich sehe das auch nicht so, dass er sein Amt missbraucht hat. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Die Argumentation des Bundesgerichtshofs ist, er hat elementare Fehler gemacht und er hat sich ganz bewusst einen Fall selber konstruiert, indem er sozusagen Leute angesprochen hat, Eltern angesprochen hat, ob sie nicht bei ihm Anträge stellen wollen, damit er tätig werden kann. Das ist sozusagen das Problem dabei. Aber es ist tatsächlich so, Richter sind Menschen und wenn sie arbeiten, machen sie Fehler. Das ist normal, dass Richter Fehler machen. Dafür gibt es dann auch die anderen Instanzen, die die Urteile dann wieder aufheben können. So ist es ja hier auch passiert. Es ist äußerst selten, dass ein Richter wegen Rechtsbeugung verurteilt wird. Insofern halte ich das tatsächlich für ein sehr hartes Urteil. Ich halte es auch für ein Fehlurteil. Welche persönlichen Konsequenzen hat dieses Urteil für den Mann? Ist er beruflich erledigt? Ja. Also jedenfalls als Richter. Er ist mit diesem Urteil automatisch aus dem Richteramt entfernt. Er ist kein Richter mehr, weil das Urteil jetzt rechtskräftig ist. Und das Problem ist, er ist schon Anfang 60, also kurz vor der Pensionsgrenze. Und seine Pension ist jetzt weg. Das hat natürlich ganz einschneidende finanzielle Folgen auch für ihn. Also auch deswegen ist es ein hartes Urteil. Ja, und ist das Urteil denn dann überhaupt verhältnismäßig? Sie haben ja schon gesagt, Sie halten jetzt nichts davon, was der BGH da gesagt hat. Aber ich meine, die Corona-Maßnahmen werden ja heute auch ganz anders beurteilt als eben noch 2021. Man weiß ja heute, dass von Kindern gar nicht so ein großes Infektionsrisiko ausging. Und jetzt, wie gesagt, 2 Jahre Haft auf Bewährung, Pension weg und das alles nur, weil er die Maskenpflicht da eben gestrichen hat. Also das halte ich auch für ein Problem. Der Bundesgerichtshof sagt ausdrücklich, sein Motiv spielt keine Rolle. Und das halte ich für einen Fehler, weil normalerweise muss man bei der Rechtsbeugung sich die gesamten Umstände angucken und dann eine Bewertung treffen. Der BGH sagt, die Fehler, die er gemacht hat, waren so hart, dass wir uns das Motiv gar nicht mehr angucken. Aber das Motiv war ja, er war Familienrichter und er hat ein sogenanntes Kindeswohlverfahren gemacht. Es gibt bestimmte Verfahren, die dienen dazu, Kinder zu retten, wenn die Eltern das nicht selber können. Das nennt man Kindeswohlverfahren. Und er war tatsächlich davon überzeugt, dass es für die Kinder besser ist, wenn sie nicht mit der Maskenpflicht, wenn sie keine Masken tragen müssen, wenn sie andere Maßnahmen in der Schule nicht ertragen müssen. Und wie man heute weiß, hatte er ja recht damit. Also die Maßnahmen, die waren eigentlich gut, die er damals gemacht hat. Damals konnte man es auch schon ahnen. Das Problem ist natürlich, dass er verhältnismäßig eigenständig das geltende Recht, nämlich die Corona-Schutzmaßnahmen, dann irgendwie außer Kraft gesetzt hat. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Also insofern hat die Geschichte 2 Seiten. Aber so krass den Richter zu bestrafen wegen etwas, von dem man heute weiß, dass es gut war, das halte ich für völlig unverhältnismäßig. Es laufen ja viele Prozesse aus der Corona-Pandemie, die sich eben mit Maßnahmen beschäftigen oder mit Gerichtsurteilen. Könnte dieses BGH-Urteil Signalwirkung haben? Ich fürchte ja. Und das ist aber ein schlechtes Signal. Das Signal heißt eigentlich, wir ziehen alles, was in der Corona-Zeit begonnen hat, alle juristischen Prozesse ziehen wir bis zum Ende gnadenlos durch. Eigentlich bräuchten wir eine Aufarbeitung und das ist kein Signal für eine Aufarbeitung. Volker Böhmer-Nessler, herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Dankeschön.